Hallo meine Lieben, ich bin's seit doch längerer Zeit mal wieder. Ich möchte euch heute wieder ein Tutorial präsentieren. Ich versuche heute darauf zu achten, dass ich den Spiegel nicht ins Bild halte. Und ich hoffe, das werde ich gut hinbekommen, denn diesmal habe ich ihn nicht in den Händen. Wenn ihr wüsstet, wie es hier so aussieht, dann das würdet ihr nicht sehen wollen. Heute geht es darum, einen Edward Cullen Look zu kreieren. Ich probiere mein Bestes, ich habe das schon mal gemacht zu Halloween, da einen Ticken übertrieben, also nicht übertrieben, aber halt einfach so versucht, es hinzubekommen wie im Film. Auf die Idee gebracht hat mich ein Zuschauer, der mich gefragt hat, ob ich das mal machen könnte. Und bin ich im Grunde total offen dafür. Ich finde das auch sehr interessant. Er fragte dann, ob ich nicht mit Kajal arbeiten möchte und so, aber da rate ich eigentlich eher davon ab. Denn ich finde Kajal bei Männern, ich weiß auch nicht. Jetzt bin ich derjenige, wo anfängt zu meckern, obwohl ich mir selber Zeug ins Gesicht klatsche. Ich weiß nicht, das ist mir ein bisschen zu viel. Ich mag Augen, die leuchten und die nicht so dunkel sind, so total düster. Ich weiß nicht, ist halt so. Aber das ist ja jedem selber überlassen. Mir wieder meine Foundation schon aufgetragen, denn ich möchte eher auf die Augen eingehen und auf die Konturen meines Gesichts. Und ja, fangen wir doch einfach mal an. Ich werde es heute wieder auf die alte Art machen, also ohne Voice-Over. Ich habe nicht viele Kommentare deswegen bekommen. Der eine war dagegen, der andere war dafür. Deswegen gehe ich, glaube einfach wieder zum Alten zurück. Ich glaube, das kommt dann wahrscheinlich am besten an. Ich habe mein Gesicht schon grundiert mit Foundation und mit meinem Manhattan Coverstick. Ich benutze wieder das Soft Beige von Manhattan. Es ist nicht zu dunkel, es ist eher hell. Es passt im Moment gut zu meinem Teint oder zu meiner Hautfarbe. Ich weiß immer nicht, wie man das richtig ausspricht. Und möchte diesen hellen Effekt einfach mit normalem weißen Puder bestärken. Ja, genau. Und dazu habe ich mir mal vor langer Zeit, das ist schon eine Weile her, das Studio Secrets Professional von L'Oreal gekauft. Benutze das sehr, sehr selten, muss ich sagen, weil es ja eigentlich nur zum Mattieren geht. Aber es ist weiß und wenn man da ein bisschen mehr auf die Haut packt, dann wirkt man etwas porzellaner. Ich finde auch, dass man in den Filmen von Twilight merkt, dass Edward immer etwas normaler wird von der Gesichtsfarbe, wenn man auf die Filme achtet, von 1 bis 3. Vielleicht liegt es im ersten Film auch daran, dass alles eher so in Blau und kühlen Grüntönen gehalten ist, dass es dadurch vielleicht einen Ticken blasser wirkt, aber ich finde, er wird immer dunkler pro Film. So, der größte Unterschied wahrscheinlich, den man erkennen kann, ist im dritten Teil, als sie auf ihrer Ferieninsel sind oder auf ihrer Flitterwocheninsel. Da wirkt der Unterschied schon sehr arg, da Bella ja dann auch leicht bräunt und egal. Auf jeden Fall kommen wir zu dem Studio Secrets Professional. Hier ist noch ein bisschen Puder drin. Ich hoffe, das reicht. Dazu nehme ich meinen allgemeinen Puderpinsel, den großen. Tue ein bisschen was drauf und hier ist der Spiegel. Ja, puder mich damit mal ab. Naja, bis jetzt vielleicht nicht unbedingt weißer. Aber vielleicht doch ein bisschen porzellaner. Mal schauen. Weil eigentlich ist er ja eigentlich nur dazu da, um zu mattieren, also um keine Farbe aufs Gesicht zu bringen. Ich möchte dann auch ein bisschen mehr auf die Konturen eingehen, da wenn man Robert Pattinson mal nicht bearbeitet und schon in fertigen Filmmaterial sieht,
ist er immer sehr stark konturiert. Konturiert. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal, wie es das wird. Ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt heller geworden bin. Das Licht spielt mir immer so ein bisschen einen Streich, wenn es um sowas geht. Und deswegen schauen wir einfach mal, wie das Endprodukt aussieht. Meine Augen sind heute wieder relativ weiß. Ich habe mir auch so Tropfen gekauft. Ist auch egal. Auf jeden Fall sind sie nicht mehr so gerötet wie das letzte Mal. Und dann fangen wir vielleicht mit den Augen an. Grundieren würde ich das Ganze. Einen Moment bitte. Mein Pinsel ist runtergefallen. Die Augen würde ich aber gerne unterstreichen erstmal mit einem Rouge, das ich mal von Art Deco gekauft habe. Das ist relativ gut. Das ist die Nummer 24. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden mit Art Deco oder Art Deco oder Art Deco. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Und das ist ein relativ netter Rotton. Und damit grundiere ich immer so die Augen, dass so einfach dieser leicht tote, schläfrige Blick entsteht. Ich mache das jetzt einfach mal und dann seht ihr ja, wie ich das mache und wie weit ich damit rausgehe. Augen sind ja verschieden, ihr müsst das wahrscheinlich einen Ticken anders gestalten wie ich, aber das ist ja euch selbst überlassen immer noch. Also, fangen wir mal an. Ich mache das ganze Lied rot und fahre auch in die Lidfalte. Ich freue mich schon unglaublich darauf, wie Bella jetzt aussehen wird. Ich fand die Verwandlung ja schon Hammer. Das ist meine Lieblingsszene. Und bin echt gespannt, wie sie die Kristen Stewart so hergerichtet haben. Obwohl man ja schon was gesehen hat und das sah schon cool aus. Vor allem die Augen fand ich gigantisch. Jetzt nicht die offenen, sondern einfach die perfekten Linien ihrer Lider und ihrer Augenbrauen. Das war gigantisch. Unten auch nicht vergessen. Hier war ja richtig so müde und fertig und ein bisschen tot aussehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon vielleicht zu viel ist, aber ich finde es okay. So. Ich muss mich ja im Spiel angucken, ob es auch wirklich okay ist. Dann mache ich weiter wieder mit dem Rimmel London braunen Lidschatten, den ich letztes Mal im Tutorial benutzt habe. Das wäre die Nummer 033 Dusk. Und damit versuche ich jetzt nur die wirklich am Wimpernkranz, so einfach das ein bisschen zu betonen, so wie letztes Mal. Nur vielleicht ein Ticken dunkler, dass es einfach schattierter und böser und toter aussieht. I'll try my best. Obwohl man ja sagen muss, dass der relativ hell ist. Ich habe mir auch überlegt, ob ich einen braunen Kajal noch benutzen möchte. Aber ich muss sagen, das ist dann schon wieder zu viel. So, jetzt kommen wir noch ein bisschen zu den Konturen. Da Edward ja relativ tiefe Augenbrauen hat, also der Robert Pattinson, versuche ich euch so ein bisschen den bösen Blick zu kreieren. Wir haben hier ja Schatten, ne, die schon von vornherein da sind, oder diese Biegungen, diese Nasen, Augenbrauen, Partien. Die könnt ihr ganz leicht gerade mit der Farbe ein bisschen unterstützen, wenn ihr hier entlang geht. Nicht zu viel. Und das dann vielleicht auch einfach noch ein bisschen verblendet. Wenn man es gut verblendet, dann fällt es auch nicht ganz so auf von vorn. Von der Seite vielleicht dann doch schon. Aber auf jeden Fall wird euer Blick so noch ein bisschen, einen Ticken dunkler und tiefer und bedrohlicher. Das war es eigentlich schon mit den Augen. Jetzt komme ich zu den Konturen, die ich bestärken möchte.
Entschuldigung, das kalte Wetter. Hierzu nehme ich wieder meinen Bronzepowder. Wenn ihr vielleicht mal ein Bild gesehen habt von Robert Pattinson nach der Maske, nicht gefilmt, sondern einfach stehend rauchen vielleicht, seht ihr, dass der eher braunen statt grauen Puder oder Rouge trägt. Also dass der nicht ich weiß auch nicht, er ist halt einfach nicht grau oder so, wie viele vielleicht denken, sondern das wird dann nachbearbeitet und dann sieht es halt nicht so braun aus. Ich mache das so wie letztes Mal mit diesem Rougepinsel, denn so können wir es ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, gezielter konturieren. Ihr habt ja hier schon diese leichten Schatten, ne, von eurem Schädel. Die könnt ihr einfach so ein bisschen damit nachfahren. Ein bisschen, wie soll ich das sagen, knochiger. Und das gleiche wieder an den Wangenknochen, aber eher unterhalb als oberhalb. Ihr könnt auch so machen. Dann seht ihr das eher. Die Partie, dass es einfach ein bisschen sich abhebt. Der Unterkiefer, so. Ich würde sagen, das sieht jetzt gar nicht schlecht aus. So, wie gesagt, ich tue mein Bestes. Und so kann ich auch noch mal ein bisschen ganz viel verblenden. Augen weiterhin. Hier nehme ich wieder meine braune Wimperntusche für meine Augenbrauen und für meine Wimpern. So macht es hier nochmal einen Ticken dunkler und das sieht immer noch gut aus und es gefällt mir immer noch und ich werde das auch nicht ändern, egal wie oft ich dafür beschimpft werde oder dafür kritisiert werde. Das bin ich und was anderes ist nicht wichtig. Also einfach wieder. So macht das ich. Ja. Und wieder die Wimpern leicht krischen. Und ich hoffe, ich habe meinen Part damit erfüllt. Es ist noch relativ dezent, aber ich glaube, das kann man eigentlich nicht mehr dezent nennen, da es ja doch schon sehr intensiv ist und sehr präsent. Es hat gerade einfach die Kamera abgeschalten. Ist egal, ich halte mich kurz. Ich werde ein Foto reinstellen, wo ich meine Augen von grün in gelb ändere. Oder in dieses Goldbraun, dass ihr einfach so ein bisschen den Vergleich habt, nicht mit grünen Augen, sondern mit goldenen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut das nächste Mal wieder zu. Und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und einen guten Start in die nächste Woche. Wir haben 2012, das Jahr unseres Untergangs. So ist die Maya-Voraussagen. Ich glaube nicht so wirklich dran. Schauen wir einfach mal, was kommt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao, ciao.